Moin und hallo, heute wollen wir mal eine Fiat 500 Hardwire-Kit für eine Dashcam 24/7 Playback installieren. Wir knien an der Fahrerseite unseres Fiat 500 Freundes und wollen jetzt ein Wirekit installieren. Der Vorgehensweise ist an jedem Auto eigentlich gleich. Der leichte Unterschied ist nur die Form und die Lage des Sicherungskastens. Bei unserem Fiat 500 haben wir einen Sicherungskasten recht einfach zugänglich, direkt bei den Pedalen. Und da können wir jetzt direkt dran. Bei anderen Fahrzeugen sind die manchmal ein bisschen verbaut. Sie müssen aber in euren Fahrgastraum sein, damit wir nicht durch Bruch ballern müssen in den Motorraum. Wenn wir beim Fiat 500 runtergehen, sehen wir, dort ist ein Sicherungskasten. Yeah! Mit kleinen, schnuckigen, lieben, netten Sicherungen, die wir jetzt uns ausleihen können. Denn wir nehmen Sicherungsdiebe. Die sehen so aus. Die Sicherungsdiebe gibt es in verschiedenen Ausführungen. Diese hier ist für Fiat zum Beispiel oder andere. Also sprich, schaut euch gleich, wir ziehen gleich eine Sicherung raus und vergleichen die mal. Dann wissen wir, dass es die gleichen sind. Und die können wir da verwenden. Wir brauchen zwei Sicherungen. Eine Sicherung, die Dauerplus hat und eine Sicherung, die nur an sich schlägt, wenn das Fahrzeug mit der Zündung an ist. Das heißt also, zwei unterschiedliche Sicherungstypen brauchen wir gleich. Okay? Und wir brauchen Ground. Ich habe hier schon einen gefunden. Diese Schraube hier hat Ground. Das heißt also Karosseriezugang. Das können wir herausfinden, indem wir eine Prüflampe hier haben. Das ist so ein Messgerät, welches eine Lampe hat. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal mit dem Ground dran und jetzt gehen wir hier mal rein und ich tippe auf eine der Sicherungen. So, mal gucken, ob ich die treffe hier. Die müsste dann angehen, wenn es eine Dauerplus-Sicherung ist. Da, habt ihr gerade gesehen? Da, okay. So, das heißt, diese Sicherung, dieser Stromkreis ist Dauerplus. Wissen wir, Dauerplus. Und hier oben, die als Beispiel, gehen wir einfach auf die andere Seite, die geht jetzt nicht an. Oh yeah, das heißt, die ist nicht Dauerplus, die ist nämlich ACC, Accessory. Das heißt also, dort ist keine Saftung die ganze Zeit drauf. So, damit haben wir unsere beiden Sicherungstypen schon gefunden, die wir jetzt gleich brauchen. Wir wissen auch, wo Ground ist. Also, alles haben wir jetzt beisammen. Ja, wir haben nämlich an unserem Wirekit, wie ihr hier sehen könnt, einmal ACC, gelb, das Kabel. Dann haben wir rotes Kabel mit VCC, also VCC Plus, da wird dann Dauerplus sein, ACC ist dann Accessory und das schwarze ist Ground, sprich das Ding machen wir hier dran fest, okay? Einfach unter Modi dran schrauben. Oh yeah, und wie machen wir das jetzt? Als allererstes nehmen wir uns jetzt hier eine Sicherung raus, dazu nehmen wir entweder eine Flachzange oder wir nehmen den dazugehörigen, ich mache mal Sicherung rausziehen, Hebel da. So, ich greife die mir und ziehe sie raus. So, jetzt haben wir die Sicherung in der Hand. Jetzt können wir die gleich auch vergleichen mit dem Kabeltyp, den wir hier haben. Oh, passt. Exzellent. So, und jetzt, wenn ich mich jetzt noch erinnere, da ist Dauerplus, da ist also nicht Dauerplus. Jetzt schauen wir uns zurück. ACC war nicht Dauerplus, also müssen wir gelb nehmen. Also nehme ich jetzt das gelbe Kabel, zack, und baller hier die Sicherung mit dazu. Denn, ihr müsst das sehen, der Kabel- oder der Sicherungsdieb macht Folgendes. Der nimmt hier die Sicherung an oder den Stromkreis nimmt er hier an und geht da weiter und splittet den einfach. Das heißt, wir haben dann zwei Sicherungen, die hier drüber laufen. Das heißt, wir klauen uns einfach dort das System. Und jetzt drücke ich die Sicherung da rein. Zack, jetzt drücke ich den da rein. Und jetzt haben wir hier einmal die 3 Ampere Sicherung für unser System, was wir ja verbauen wollen. Manche machen aber auch 5 Ampere und die 5 Ampere Sicherung, die sowieso verbaut war. Und nun drücke ich das zusammen jetzt da rein. So, das heißt also, wir gehen jetzt hin und drücken das System oder die Freundin hier mit rein und haben die dafür dann daran gesetzt. Zack, erledigt. Damit haben wir jetzt Nummer 1 gesetzt. Nummer 2 machen wir jetzt genauso mit der Sicherung auf der anderen Seite, die Dauerplus hat. Und Nummer 3 ist dann Ground anschließen in oder an diesen Punkt. Dann die Masse.
Das führen wir jetzt durch und dann haben wir auch schon den Anschluss an unseren zum Beispiel Fiat 500 bzw. unser System ans Fahrzeug mit Dauerplus und mit ACC angeschlossen. Lass uns nun prüfen, ob oder was an ist. Der gelbe Draht ist ACC, das heißt also, wenn ich jetzt die Zündung einschalte, das mache ich mal, hört ihr? Geht das an. Ich mache die Zündung wieder aus, Klick und Saft ist weg. Damit haben wir also den gelben Draht richtig angeklemmt. Okay, damit können wir den gelben Draht, der ist ACC, hiermit jetzt verbinden. Zack, dran. So, dann, also mit unserer Einheit hier, ne, mit unserem Wirekit. Dann Ground haben wir ja hier abgenommen und das nächste ist hier Dauerplus. Dauerplus muss jetzt auch angehen oder an sein, weil hier ist immer Saft drauf. Okay, sehr gut. Damit können wir jetzt auch hier das rote Kabel verbinden. So, hinein damit. Und damit haben wir jetzt das Hardware-Kit installiert und können in dem Fall eine Bootstrap-Kamera anschließen und damit permanent mit Saft beaufschlagen. So, einmal anschließen, zack, und dann schauen wir, ob hier jetzt gleich eine Regung des Systems sich tut. Da kommt's, okay? So, ihr seht, ich habe jetzt hier Konnektivität, funktioniert, alles klar, kann man so verbauen. Und wenn ich dann den Saft anmache, switcht das System auf den ACC-Port. Wenn ich das System ausschalte, also das Fahrzeug ausschalte, dann switcht das System auf. Die Stromversorgung ist getrennt. Ne? Die Stromversorgung wurde getrennt. Das heißt also, Das Gerät steht kurz vor dem Eintritt in den Parküberwachungsmodus. Habt ihr gerade gehört, ne? Also es geht gleich in Parküberwachung, zack. Und damit geht es dann über das Dauerplus und wird dann in einen tieferen Modus gehen, der dann dort euch nur informiert, wenn der G-Sensor auslässt. Also nochmal, rot ist demzufolge dann ACC, haben wir uns geholt. ACC ist gelb, Entschuldigung. ACC ist Accessoire, ist also nur, wenn Zündung an ist. Rot ist Dauerplus und das schwarze Kabel ist Ground. Und so kriegen wir also eine 24/7 Parküberwachung zum Beispiel für diese Kamera hin. Und ihr seht, die ist auch noch aktiv. Hier ist nämlich das Grün am Leuchten. In dem Fall war es die Bootstrap, aber so ein Wirekit funktioniert natürlich genauso auch mit anderen Systemen. Und wie ihr seinem Fiat 500 jetzt genau macht, habt ihr gesehen. Aber das könnt ihr auch auf andere Fahrzeuge übertragen. Dann gibt es nämlich immer solche anderen kleinere oder größere Sicherungsdummies, die mitgeliefert werden. Und so könnt ihr das auch in so gut wie alle Fahrzeuge einbauen, die einen Sicherungskasten haben. Und das ist eigentlich jedes. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, bin mir positives Feedback, bis zum nächsten Mal.